Welche Fallen gibt es bei der Nutzung von KI-Texten auf deiner Webseite? Und bauen die Anbieter von AI-Tools eigentlich versteckte Wasserzeichen ein? Und zuletzt, zu was bin ich eigentlich gesetzlich verpflichtet, wenn ich KI-generierte Texte nutze? Fangen wir mal vorne an. Welche Fallen gibt es bei der Nutzung von KI-Texten auf meiner Website? In Kürze, du musst Texte entweder kennzeichnen oder sie überarbeiten bzw. prüfen und die redaktionelle Verantwortung dafür übernehmen. Genauer erklärt, deine Pflicht zur Kennzeichnung von KI-Texten entfällt dann, wenn von den Texten kein höheres Risiko ausgeht, wie zum Beispiel jetzt Texte für öffentliche oder über öffentliche Angelegenheiten, und der Text einer redaktionellen Prüfung bzw. Überarbeitung durch eine Person unterzogen worden ist. Wichtig, am Ende muss ein Mensch oder eine juristische Person die inhaltliche Prüfung, also die inhaltliche Verantwortung für den Text übernehmen. Du kannst also unter bestimmten Umständen ChatGPT und Konsorten verwenden, ohne dass du gegen geltendes Recht da verstößt. Bei einem Verstoß riskiert man ansonsten ab August 2025 Sanktionen bzw. Bußgelder. Bauen die Anbieter von AI-Tools denn nun Wasserzeichen, also versteckte Muster, in ihre Texte ein oder nicht? Wenn ja, welche Tools machen das eigentlich? Die Antwort ist, OpenAI macht das nach dem derzeit, also nach den vorliegenden Informationen, die wir jetzt gerade haben, nicht konsequent, aber andere schon. OpenAI, der Anbieter von ChatGPT, besitzt zwar eine Technologie für unsichtbare Wasserzeichen, setzt sie aber Stand heute offensichtlich nicht in einer Art und Weise ein, die alle Texte von OpenAI dauerhaft kennzeichnen könnte. Zudem gibt es offensichtlich auch Widerstand von den Kunden des Unternehmens zu diesem Thema. Fast ein Drittel haben nämlich in einer Befragung gesagt, sie würden das Tool weniger nutzen, wenn OpenAI so eine Kennzeichnung hätte oder einführt. Anders ist es zum Beispiel bei Google Gemini. Google hat seine Synth-ID-Technologie in die Version von Gemini und Gemini Advanced integriert. Und das ist nach eigener Aussage von Google die erste großflächige Implementierung eines Textwasserzeichens für Millionen von Nutzern. Es handelt sich dabei um unsichtbare Signaturen, also linguistische Muster, wo zum Beispiel die Häufigkeit bestimmter Paare von Worten statistisch auffällig ist, aber ohne dass es beim Lesen irgendwie stören würde. Analysetools können solche statistischen Auffälligkeiten später erkennen und die Herkunft des Textes so nachweisen. Wie erkennen denn dann die KI-Detektoren oder KI-Analysetools, ob ein Text aus menschlicher Feder stammt oder sozusagen von Maschinenhand geschrieben worden ist? Antwort: Die Tools analysieren Texte auf typische Muster, die sozusagen auf KI-Spuren hinweisen. Solche Muster kann man zum Beispiel in der Vorhersehbarkeit der Wortfolgen erkennen. Das wird Perplexität genannt. Hier wird ausgerechnet, wie vorhersehbar das jeweils nächste Wort in einem Text ist. Habe ich also in einem Text immer jeweils die statistisch wahrscheinlichsten Wortfolgen in Kombination stehen, steht die Annahme halt schon im Raum, dass hier eine KI im Spiel war. Ein zweites Kriterium beschreibe ich jetzt nur kurz. Statistisch kann eine hohe Gleichförmigkeit in der Satzstruktur ein Hinweis darauf sein, dass ein Sprachmodell eben diesen Text geschrieben hat. Ein Mensch aus Fleisch und Blut formuliert fast immer mit hoher Variation, auch Burstiness genannt. KI-Modelle spucken bis heute eher eine geringe Satzlängen- und Satzbauvariation in ihren Texten aus. Die Zuverlässigkeit dieser Analysetools ist Stand heute aber begrenzt. Also wenn du gut schreiben kannst, dann mach mal selber den Test. Die Tools kennzeichnen immer wieder mal Schriftstücke, die jemand wie du oder ich geschrieben hat, fälschlicherweise als potenziell KI generiert. Warum zwingt mich der Gesetzgeber entweder zu kennzeichnen oder die redaktionelle Verantwortung für einen Text zu übernehmen? Nun, der EU-Gesetzgeber will, dass KI je nach dem gegebenen Risiko für Mensch und Gesellschaft angemessen eingesetzt wird. Dabei wird ein Verbot für Systeme ausgesprochen, die ein unannehmbares Risiko für Grundrechte oder Sicherheit bedeuten. Das Verbot betrifft also denjenigen, der zum Beispiel mit AI ein Social Scoring implementieren wollte. Im Personalwesen zum Beispiel sieht der Gesetzgeber ein hohes Risiko, wenn man mit KI Lebensläufe sortieren möchte. Ja. In diesem Bereich gibt es dann strenge Auflagen. Wo sind denn jetzt aber unsere Aktivitäten als Firma anzusiedeln, wo ich jetzt auf meiner Webseite KI-Texte nutzen möchte?
Laut Gesetzgeber im Bereich des begrenzten Risikos. AI-Chatbots müssen zum Beispiel klar als solche erkennbar sein und Anbieter von generativer KI, wie jetzt OpenAI, müssen ermöglichen, dass man KI-generierte Inhalte als solche auch erkennen kann. Die EU will im Bereich generative Text- und Bilderstellung Transparenz erreichen und verhindern, dass du als Webseitenbetreiber oder in deiner Public Relations Arbeit Menschen halt täuschst oder falsch informierst. Näheres findest du unter dem Stichwort EU AI Act bzw. Verordnung EU 2024/1689. Die gesetzlich verankerte Pflicht zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten tritt übrigens zeitlich gesehen stufenweise in Kraft. Und die Kennzeichnungspflicht gilt insbesondere für Deepfakes, realistisch wirkende Bilder, Videos oder Audio, die täuschend echt wirken. Du bist zum Beispiel, sagen wir mal, Trainer und hast nie richtig gute Bilder von dir mit einer deiner Gruppen machen lassen. Ja? Mach dir aber klar, dass das coole Foto von dir, wo man dich als Vortragenden vor 40 Personen sieht, gekennzeichnet werden muss, wenn das eben mit AI erstellt ist, also zum Beispiel Google Gemini. Andere Regelungen gelten für KI-Texte. Wenn sie öffentlich verbreitet werden und über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse informieren, müssen solche Texte gekennzeichnet werden. Das kannst du zum Beispiel durch sichtbare Hinweise machen, wie eine Beifügung, KI generiert oder zum Beispiel ein mensch- und maschinenlesbares Wasserzeichen. Wann entfällt denn aber die Kennzeichnungspflicht? Der wohl wichtigste Aspekt für dich als Webseitenbetreiber ist die im EU AI Act vorgesehene Ausnahme von der Kennzeichnungspflicht. Artikel 50 Absatz 4 in dieser Verordnung sagt, die Kennzeichnungspflicht entfällt dann, wenn KI-generierte Inhalte einem Verfahren der menschlichen Überprüfung, also der redaktionellen Kontrolle unterzogen werden und eine natürliche oder eben juristische Person die redaktionelle Verantwortung für die Veröffentlichung übernimmt. Eine vollständige Neuformulierung des Textes ist nicht zwingend erforderlich. Es genügt, wenn ein Redakteur oder eine andere verantwortliche Person den von der KI erstellten Text prüft, gegebenenfalls anpasst, also gegebenenfalls, und die Freigabe zur Veröffentlichung erteilt. Im Kern geht es dem Gesetzgeber also um die Übernahme der Verantwortung, genauer der redaktionellen Verantwortung. Es geht dem Gesetzgeber nicht darum, dich zu zwingen, alles nochmal umzuformulieren.